Irland, die immergrüne Insel im Atlantischen Ozean, beeindruckt nicht nur durch atemberaubende Küsten, sondern auch einzigartige Berge und mystische Wälder. Entdecke das Geheimnis der grünen Insel. Eine Rundreise durch Irland. Nachdem wir von Berlin nach Dublin geflogen sind, starteten wir unsere Rundreise in den Wicklow Mountains, an der Ostküste Irlands. Hier findet ihr nicht nur geschichtsträchtige Orte, sondern könnt auch in den Bergen wandern gehen. Der höchste Wasserfall Irlands ist hier ebenso zu bestaunen, der Powerskirt Waterfall, wie auch eine der ältesten und berühmtesten Klosterruinen, Glendalough. Ebenfalls sehenswert ist die Aussicht auf den Loch Tay sowie der Ballinasloe Forest direkt daneben. Genügend Parkplätze findet ihr hier auch. Die Wicklow Mountains befinden sich nur etwa eine Stunde südlich von Dublin und sind auf jeden Fall einen Tagesausflug wert. Wir verbrachten einen fantastischen Tag und machten uns dann auf den Weg gen Westen. Genauer gesagt in das vermutlich schönste County Irlands, County Kerry. Hier gibt es jede Menge zu entdecken und befinden sich einige Highlights der Insel. Zum einen findet ihr hier den höchsten Berg Irlands, den Carrauntoohil Hill, aber auch die berühmten Kerry Cliffs sowie die Halbinsel Dingle mit ihrer atemberaubenden Landschaft. Highlights County Kerry. Die Gap of Dunloe, eine populäre Passstraße, befindet sich in der Nähe von Killarney. Dort findet ihr eine alte Steinbrücke, die Wishing Bridge. Aber Achtung, die Straße hier ist super eng, passt da gut auf. Den Ring of Kerry bis zur westlichsten Spitze gefahren, kommt ihr bei den besagten Kerry Cliffs an. Der Blick auf die Küste ist einmalig und bei jedem Wetter lohnenswert. Wir hatten leider typisch irische Bedingungen, es regnete und war gut windig. Dieser Spot ist allerdings trotzdem ein Besuch wert. Tolle Aussichten findet ihr hier an jeder Ecke. Die gegenüberliegende Halbinsel ist Dingle, meiner Meinung nach einer der schönsten Orte der gesamten Insel Irlands. Die Landschaft hat etwas von Zelda Breath of the Wild und gilt offiziell als Hochburg der irischen Sprache und Kultur. Am westlichsten Punkt Irlands findet ihr den Duncan Pier, Dunmore Head und super schöne Strände, welche zum Verweilen und Erkunden einladen. Außerdem ist die Gegend um den Connor Pass sehr dafür geeignet, um sie zu erkunden. Hier finden sich versteckte Seen sowie grandiose Weitsichten. Nachdem wir 2 Nächte in Kerry verbrachten, ging es für uns in Richtung Norden weiter. Unser Plan war es nun, die Westküste Irlands abzufahren, bis zum nördlichsten Punkt. Auf dem Weg dorthin fuhren wir den größten Teil der Strecke, den bekannten Atlantic Ocean Way, welcher an fast allen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt. Klippentag, Highlights County Clare. Aus Richtung Killarney kommend nahmen wir die Fähre von Tarbert nach Killimare. Von dort aus ging es zu den bekanntesten Klippen Irlands, die Cliffs of Moher. Welche jedoch sehr touristisch erschlossen sind. Ihr zahlt hier 12 € Eintritt pro Person. Ein Parkplatz ist neben den Klippen. Deshalb hier ein Geheimtipp. Mein Favorit, die Kilkee Cliffs. Hier finden sich kaum Touristen und der Ausblick ist ebenso mehr als spektakulär. Entlang der Küste lassen sich im Allgemeinen viele interessante Felsformationen finden. Zurück in die Berge, County Galway und Mayo. Nachdem wir gut gestärkt aus unserem B&B in Galway ausgecheckt hatten, ging es für uns heute in die Region des Connemara Nationalparks.
Hier findet ihr nicht nur Fischerhäuschen mit Bergpanorama im Hintergrund, sondern auch tolle Moorlandschaften in den Tälern der Berge. In einem der Täler befindet sich die berühmte Kylemore Abbey, die älteste irische Benediktinerabtei. Der Eintritt kostet 16 Euro. Wir haben hier nur den Blick von draußen genossen und wollten noch etwas die Berge drumherum erkunden. Für den eigentlich angesagten Sonnenuntergang wollten wir zur Achill Island. Im Nordosten gelegen sowie ziemlich dünn besiedelt, gibt es hier tolle Orte abseits von Massentourismus. Irgendwann stand auf den Schildern auch nur noch die gälische Sprache. Leider hatten wir bei diesem Sonnenuntergang kein Glück. Die White Cliffs sowie der Dugard Beach sind jedoch trotzdem sehenswert. Nun ein kurzes Behind the Scenes unserer Unterkunft für diese Nacht. Für den nächsten Morgen war ein Sonnenaufgang angesagt. Das wäre der erste unserer Reise. Also versuchten wir unser Glück und standen früh auf. Schon gegen 5:30 Uhr starteten wir zum bekannten Downpatrick Head. Das hatte sich in jedem Fall gelohnt. Der Sonnenaufgang hier war perfekt. Den Tag hinweg ließen wir es etwas entspannter angehen, um später den Sonnenuntergang umso mehr zu genießen. Und der hatte es in sich. Fit und munter haben wir gegen 6:30 Uhr das Hostel verlassen, um einen sehr bedeutenden Felsen in der Nähe zu besuchen, den Eagles Rock. Schon allein vom Parkplatz aus hat man eine tolle Aussicht. Von hier aus könnt ihr auch auf die umliegenden Berge wandern. Nach einem gelungenen Sonnenaufgang ging es für uns kurz in das Hostel, um danach weiter Richtung Norden zu fahren. Bis zu unserer nächsten Unterkunft in Letterkenny hatten wir einige Sehenswürdigkeiten für den Tag geplant. So war unser erster Halt Slieve League, die höchsten Klippen Irlands. Vom Parkplatz in der Nähe läuft man ca. 2 Kilometer zum Aussichtspunkt auf die Klippen. Auf dem Weg dorthin gibt es auch die ein oder andere lustige Begegnung mit den Schafen der Gegend inklusive. Die Klippen sehen grandios aus. Beim Wandern fühlte man sich, als würde man den Yoda-Tempel erklimmen. Um die Mittagssonne zu vermeiden, fuhren wir nun direkt zu unserer nächsten Unterkunft in Letterkenny, um mal wieder den Sonnenuntergang perfekt zu nutzen. Dafür ging es zu einem der nördlichsten Punkte der Insel, den Leuchtturm Fanat. Dieser sieht meiner Meinung nach genauso aus, wie man sich einen Leuchtturm vorstellt. Die Umgebung macht es natürlich ebenso. Ein erfolgreicher Sonnenuntergang. Im Anschluss machten wir uns auf den Weg zurück in unser Airbnb. Nordirland, ein Ausflug in das Vereinigte Königreich. Heute verlassen wir für einen Tag die EU, aber keine Angst, diese Grenze hier merkt wirklich niemand. Man kann tatsächlich einfach rüberfahren und benötigt bei der Einreise über Land auch nur den Personalausweis. Also haben wir uns heute die Highlights Nordirlands angeschaut und davon lassen sich vor allem im Norden einige finden, wie zum Beispiel der White Cliffs Beach oder das Dunluce Castle. Nur etwa 10 Minuten davon entfernt, hier ist wirklich alles in der direkten Umgebung, findet ihr die Straße der Riesen. Hierbei handelt es sich um ca. 40.000 Steinsäulen in Hexagonform.
Die Entstehung der Säulen ist auf erstarrte Lava zurückzuführen. Nebenan könnt ihr direkt parken, der Eintritt kommt mit 15 Pounds zu Buche. Die Straße weiter gen Osten findet ihr das Fischerdorf Ballantoy, welches bekannt durch Game of Thrones wurde. Einen weiteren Drehort der Serie findet ihr daneben, The Dark Hatches, leider auch am Nachmittag sehr touristisch. Den Rest des Tages haben wir nun genutzt, um uns zu erholen. Um am nächsten Tag bereit für den letzten Stopp unserer Rundreise zu sein, die Hauptstadt, Dublin. Für den letzten Tag haben wir uns Dublin herausgesucht, da wir am Tag darauf sehr früh wieder am Flughafen sein mussten. Ziemlich geblättet von den vielen Eindrücken der letzten Tage machten wir uns auf eine kleine Sightseeing-Tour. Was könnt ihr hier so unternehmen? Einiges. Dublin wird auch Little London genannt und so würde ich auch das Flair der Stadt beschreiben. Mit gerade einmal 500.000 Einwohnern ist Dublin Zentrum der irischen Kultur. So könnt ihr beispielsweise ein Pub besuchen. Das wohl bekannteste ist die Temple Bar, mitten im Zentrum der Stadt. In der Nähe befinden sich das Dublin Castle sowie ca. 20 Gehminuten davon entfernt die Guinness Brauerei, welche ihr ebenfalls besichtigen könnt. Auch Dublin ist einen Tagesausflug wert. Am nächsten Tag ging es für uns zurück nach Berlin. Die Rundreise hatte sich wirklich gelohnt. Irland ist ein wunderschönes Land mit einzigartigen Facetten.